Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe wie immer, dass es euch gut geht. Wir packen heute den Basler Beauty Adventskalender 2026 aus und zwar in der Gold-Variante. Silber habe ich schon ausgepackt, weiß nicht, ob das Video schon online ist. Ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, auf jeden Fall gibt es dieses Jahr 2 Adventskalender bei Basler und die kosten beide je 69 Euro. Ich muss nur gerade mal gucken, ob die einen unterschiedlichen Wert haben. Die haben beide einen Wert über 300 Euro, unterscheiden sich auch vom Inhalt, konnte man so ein bisschen schon sehen. Deshalb habe ich beide bestellt, also einmal Gold, einmal Silber. Und das sind, also ich kann euch das gerade auch nochmal hier ausrechnen, ne? Ich habe es eben auch schon mal gemacht. Wir haben hier einen Preis von 69 Euro und teilen das durch 24. Dann haben wir 2,87 Euro pro Türchen, was wir bezahlen. Und der Wert ist natürlich höher, ne? Aber dann könnt ihr euch überlegen, ob euch das irgendwie das wert wäre pro Türchen. So, wir starten mit Türchen Nummer 1. Ich freue mich richtig. Also der Silber, wie gesagt, habe ich schon ausgepackt. Der hier ist auch schön vom Design. Beide sind hübsch gestaltet, muss ich sagen. Sehr stilvoll, aber nicht weihnachtlich, aber stilvoll. So, in der 1 starten wir mit Basler Beauty Care und zwar Hyaluron Scalp Serum. Also das ist mit probiotischem Ferment. Das ist ein Serum für die Kopfhaut von Basler direkt. Da haben wir drin 30 Milliliter. Das ist ein Full-Size-Produkt. Das finde ich richtig gut. So, dann gucken wir in Türchen Nummer 2 auch natürlich direkt rein. Von NYX Paris das Le Shampoo. Also das ist ein High-Shine-Shampoo. NYX Paris ist eine tolle Marke und ich mag die Produkte sehr gerne. Das ist so ein Shampoo, was ich persönlich mit ins Schwimmbad nehmen würde. Man kann es aber auch einfach mal testen damit. Das sind halt schöne Größen, um das einfach mal auszuprobieren oder mit auf Reisen zu nehmen. So, Türchen Nummer 3 sehe ich nicht hier oben. Türchen Nummer 3 hat drin eine Creme. Estée Lauder Advanced Night. Ach nee, ein Cleansing Balm ist das. Das ist interessant. Den werde ich mir mal ins Bad stellen. Das ist ein kleiner Cleansing Balm. Den kenne ich nämlich noch nicht. Ich kenne voll viele Sachen, aber das hier noch nicht. Ein Reinigungsbalsam von Estée Lauder. Schön. Doch, der kommt gleich mal ins Bad. Den teste ich dann mal aus. Da bin ich richtig neugierig drauf. Ich dachte, das wäre die Creme. So, Türchen Nummer 4. Nummer 4 ist hier unten. In der Nummer 4 haben wir drin ein Parfüm. Das ist ja schön. Eine Miniatur und zwar Black Pepper. Comme de... Ach, ich kann das nicht aussprechen. Ich blende es euch ein. Comme de Garcons. Comme de Garcons. Ich denke, das ist so ein, ja, sehr würziger Duft. Ich habe es mir gedacht. Ich habe von denen noch nichts, aber ich glaube, von denen gibt es einen Duft, der nach Brot riecht. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Die Marke habe ich schon mal gehört. Ich weiß aber nicht, wie man die ausspricht. Aber Duft ist schon mal sehr gut in Türchen Nummer 4. Also Duft, egal ob der mir gefällt oder nicht, ich bewerte das halt nicht nach meinem Geschmack, sondern ein Duft ist insgesamt ja schon mal sehr gut. Ich persönlich mag den Duft halt nicht. Aber jetzt kommt direkt was hinterher. Guck mal. Also der goldene ist ja schon schön, jetzt muss ich sagen. Türchen Nummer 5 und wir haben schon 2 Düfte mit drin. Der Million Gold for Her. Der ist sehr schön. Ich habe den in groß. Das ist ein ganz toller Duft. Und das hier ist eben halt die Miniatur dazu. Ganz, ganz schön. Wirklich ganz schön. Ich finde Miniaturen immer toll. Und ja, da schlägt mein Herz natürlich höher. So, Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Ein größeres Türchen. Da bin ich mal gespannt. Hier ist auch was Größeres, Schwereres drin. So, und hier haben wir von Revlon das Unique One drin. All-in-One Hair Treatment mit 10 Benefits. Das ist ein 150 Milliliter Produkt und das ist richtig gut von Revlon für die Haare. Das ist ein schöner Nikolaus. Das ist irgendwie so ein Nikolaus, wie man sich ihn wünscht, auch noch in Rot. Das passt total gut irgendwie. Also das ist ein sehr schöner Nikolaustür. So, Türchen Nummer 7. Ich stelle jetzt keine Vergleiche zu dem Silber, weil vielleicht bekommt ihr den Silber oder ihr habt den Silber bestellt und wollt das nicht wissen, was da drin ist. Von Stimmt heißt die Marke, glaube ich. Stimmt Statement. Grooming Gods. Und zwar eine matte Paste für die Haare. Das kriegt der Daniel. Da freut er sich bestimmt. Das ist so eine kleine
Passte eben 10 Milliliter für die Haare, um die so ein bisschen in Form zu bringen. Das finde ich auch super. Also ich merke schon, man kann sich diesen Kalender ganz gut teilen. So, Türchen Nummer 8. In der Nummer 8 haben wir drin, oh, was ist das denn? Was Großes von M2 Beauté. Hybrid Second Skin Eye Mask. Oh, eine Augenmaske. Mit Kollagen. Guck mal, das ist ja toll. Das ist ja mega cool. Das sind so Pads drin und die sprüht man dann, ne? Hybrid Second Skin Eye Mask. Ja. Genau, man reinigt, dann trocken. Oh, das ist aber toll. Das finde ich richtig spannend. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Das finde ich immer gut, wenn Produkte drin sind, die ich noch nicht kenne, dann ist das für mich gerade hier so richtig spannend. Türchen Nummer 9. Nummer 9 hat drin, und zwar vom Biodroga. Biodroga ist auch richtig gut. Golden Caviar. Das ist eine Creme, die hatte ich schon mal. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Biodroga, wenn mich nicht alles täuscht, die sind aus dem Schwarzwald. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, die sind aus dem Schwarzwald. Ja, auf jeden Fall schön. Bisschen Skincare. Türchen Nummer 10, direkt da drüber. Da haben wir drin, und zwar ein Foaming Cream Cleanser. Das ist von Korres. Korres ist eine super tolle Marke und dieser Cleanser hier, der ist auch gut. Den habe ich einmal in groß schon mal komplett aufgebraucht. Der ist sehr pflegend. So, Türchen Nummer 11. Da ist übrigens Probiotika sind da mit drin. Also meine ich zumindest. So, in der Nummer 11 haben wir Jean d'Arcel Perfection Corps Vitamin C Creme Dekolleté Creme mit Vitamin C. Gesicht und Dekolleté mit Vitamin C Derivat, Vitamin E Derivat. Straffende, hauttonausgleichende Creme mit Vitamin C, Wirkstoffe mindern, Zeichen der Hautalterung auf Hals und Dekolleté. Das finde ich voll gut. 20 Milliliter. Vitamin C liebe ich und ich finde, es sollte viel mehr Vitamin C in den Mittelpunkt gestellt werden, weil das einfach so viel kann und das finde ich immer schön. Und das kann auch jeder benutzen. So, Türchen Nummer 12. Die Halbzeit. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet bisher. Hier haben wir drin von Dr. Scheller eine glättende Rezeptur mit Biomelisse, schützender Melissen-Lippenbalsam. Gut, Dr. Scheller habe ich schon mal was gehabt. Das ist so eine Apothekenmarke aus der, nee, in Deutschland kommen. Ich dachte immer, die wären aus der Schweiz. Die haben, glaube ich, ganz gute Sachen. Da hatte ich auch schon mal das eine oder andere, ne? Ja, doch, das ist schön. Nummer 13. In der Nummer 13 haben wir drin, und zwar Boost Curl. Das ist ein Hair Jelly, das ist für lockiges Haar. Also das kannst du wahrscheinlich diese Curling-Methode mitmachen. Für mich uninteressant, ich habe keine Locken. Ich finde auch so spezifische Produkte immer doof. Ja, genau, kann man ja weiterschenken. So, die Nummer 14. Für die mit Locken ist es natürlich gut, gell? Für die ohne nicht so. So, die 14 ist hier unten eine größere Tür. Da haben wir was Größeres auch drin. Bad Head Tichy, und zwar Resurrection. Super Repair Conditioner. Okay, ich glaube, das ist ein Conditioner, der bleibt drin, würde ich jetzt mal sagen. Von der Flasche her, da muss man mal gucken. Auf jeden Fall ist das ein Conditioner von Bad Head Tichy. Die Produkte sind gut, die werden auch in Friseursalons verkauft und benutzt und ja, das ist eine super Marke, von daher teste ich das gerne mal aus. Die Nummer 15. Nummer 15 hat drin ein Lippenstift, und zwar von Lancôme, ein Mini-Lippenstift. Sehr cool. Da haben wir einen nudigen Rotton drin, würde ich sagen. Der steht mir nicht so gut. Ich habe den auch, glaube ich, schon irgendwo. Der wird mal an euch weitergehen. Das finde ich aber süß. Ich swatche den auch deshalb nicht. Dieses Jahr werde ich nicht so viele Sachen swatchen, weil die muss ich ja auch selber dann immer behalten. Und ich verlose und verschenke die Sachen lieber an euch, damit ihr auch was davon habt. Ne? Packe Adventskalender damit. Hier haben wir jetzt von Kera Silk was drin, und zwar der Flyway Wand. Flyway Bändiger. Das ist
Gebändigt, genährt, kontrolliert. Diese Gelformulierung bringt Frizz Baby fliegende Haare unter Kontrolle und versorgt das Haar mit einem Boost an Nährstoffen, Biometic Silk und Niacinamid für die Haare und Augenbrauen verwenden. Das ist so eine Mascara, ne? So eine von Kerasilk, so eine Mascara für fliegende Babyhärchen. Das brauche ich eigentlich auch immer, weil ich immer solche Härchen oben abstehen habe. So, die Nummer 17. Nummer 17 hat drin, und zwar ein Nagellack, oder? Nee, Malu Wills Bronzing Close Skin Oil. Oh, das ist aber schön von Malu Wills. Ein Hautöl mit dezenten Schimmer. Vor Gebrauch gut schütteln. Das ist ein leichtes Pflegeöl. Das finde ich aber schön. Das ist so ein bisschen wie dieses Pflegeöl von NYX Paris. Ne? Das finde ich schön mit so einem Goldschimmer. Die Nummer 18. Das kann man sich so schön auf die Arme, aufs Dekolleté machen. So Goldöl finde ich immer ganz toll. So, die 18 hat drin Ultimate Repair von Wella. Das ist ein Reparaturserum, glaube ich. Ne, eine Leave-In Milk ist das. Genau, repariert Haarschäden in nur 90 Sekunden. Ja, das ist für die Schwimmbadtasche oder so von der Größe auch ganz gut. 30 Milliliter finde ich schon eine gute Größe. Die Nummer 19. Jetzt könnte aber noch mal ein bisschen ein Duft kommen, oder? Ich denke, jetzt könnte noch mal ein Duft gleich kommen. Wir haben zwar schon 2 drin, aber ich hätte gerne noch einen. Hier haben wir drin, und zwar Fiber Clinics Fiber Sealer. Was ist das denn? Ein Leave-In, Faserversiegler für gesünder aussehendes Haar. Das klingt aber spannend. Von Schwarzkopf. So eine Versiegelung. Muss man sich dann mal durchlesen, wie man das macht, ja. So, die 20. 20 ist ein längliches Türchen. Hier haben wir drin Dr. Hauschka. Lavendel, Sandelholz, Körperbalsam. Beruhigende Körperlotion, schenkt Gelassenheit. Oh, das ist aber schön. Hier steht aber drauf, ihr Geschenk. Das war wahrscheinlich dann mal ein Geschenk. Ich finde es nicht schlecht. Körperbalsam, ne? Das könnte gut riechen mit Lavendel und Sandelholz. Jedenfalls sehr schön von Dr. Hauschka. Türchen Nummer 21. Das ist hier. 21 hat drin, und zwar von Shiseido, Vital Perfection Uplifting Firming Advanced Cream. Sieht einmal so aus. Das ist eine gute Marke, ist auch eine japanische Marke ebenfalls. Ich hatte eben ein Produkt, was japanisch war. Es ist eine japanische Marke und die ist sehr hochpreisig. Ne? Also Gesichtspflege ist sehr, sehr gut. So, 22. 22. Ich bin schon bei der 22, wie krass. Hier haben wir drin, von L'Occitane, eine parfümierte Handcreme. Das finde ich sehr schön. Ich mag L'Occitane total gerne und ich muss ehrlich sagen, da freue ich mich drüber. Ne, die sind gut. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich die L'Occitane Handcreme. Ich werde dieses Jahr den L'Occitane Adventskalender wahrscheinlich nicht auspacken. Ich muss mal gucken, ob ich den kaufe. Der ist ja eigentlich ziemlich gleich. Wir gucken mal. Wollt ihr den unbedingt sehen? Schreibt das mal in die Kommentare. Eigentlich war das so ein Kalender, wo ich gesagt habe, den skippe ich dieses Jahr. So, Türchen Nummer 23, obwohl ich L'Occitane sehr gerne mag. Hier haben wir drin eine Flasche, die nicht rausgeht. Ui, die haben die aber hier rein. Ach du meine Güte. Ja, wisst ihr was? Die klebt hier irgendwie fest. Geht die hier nicht raus? Also die ist irgendwie halb festgeklebt hier. Also, da ist nämlich was ausgelaufen. Paul Mitchell Firm Hold Freeze and Shine Haarspray. Da ist ein bisschen was ausgelaufen. Also das ist ein Haarspray und zwar so ein, ja, so eins zum Sprühen, so ein feuchtes Haarspray eben. Ja, ne, das werde ich dann ins Bad stellen. Das kann ich eh niemandem mehr geben, weil es ausgelaufen ist. Und das Türchen ist irgendwie auch voll im Arsch davon. Naja, egal. Das war die 23. Jetzt kommen wir zu 24. Unser Heiligabend. Ich kann euch gar nicht sagen, was das ist. Ich vermute, es ist eine Haarkur. Wir gucken rein. Nee. Oder doch? Biolin Anti-Aging Cream SPF 20. Die Verpackung ist ganz hübsch, also wie die von Dalton aus Glas, richtig schön schwer. Ich blende euch ein, was diese Creme hier kostet. Das ist eine Creme mit 50 Milliliter, Lichtschutzfaktor 20,
Ja, die könnte hochpreisig sein. Ich blende es euch ein. Ich weiß nicht, eine Anti-Aging Cream. Ist schon schön, oder? Also ist schon schön, ist ein sehr hochwertiges Produkt in der 24. Da freut man sich, dass man halt wirklich was für sein Geld bekommt und so, ne? Ich blende euch ein, was hier drin war und gebe euch dann meinen Senf dazu. Ihr Lieben, das war der Basler Beauty Adventskalender 2026 in der Gold-Variante. Was sagt ihr zum Inhalt? Wie findet ihr diesen Kalender? Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Also ich persönlich finde, dass hier ein paar sehr spannende Sachen drin sind, die ich auch gerne austesten möchte. Es sind 2 Düfte drin. Ich hätte mir gerne noch einen weiteren Duft gewünscht. Das wäre so schön gewesen, weil irgendwie... Ja, Parfüm gehört halt irgendwie dabei. Ich finde, das ist aber auch wieder eine gute Mischung hier zwischen Haarprodukten, Körperpflegeprodukten. Da ist für jeden irgendwie ein bisschen was mit dabei. Ich glaube, Haarkur haben wir überhaupt keine mit dabei. Wir haben nur so Leave-In-Spray, Leave-In. Ja, also Haarkur direkt haben wir jetzt nicht drin. Also es ist eine ganz gute Mischung aus Skincare, Parfüm, Bodycare. Dann haben wir... Parfüm habe ich schon aufgezählt und Haircare, ne? Also es ist Haarstyling, Haircare. Es ist eine gute Mischung. Es gibt ja beide Adventskalender. Man kann ja gucken, welcher Kalender hat die Produkte drin, die ich bevorzugen würde, ne? Und danach kann man sich ja entscheiden. Also ich finde auch diesen hier sehr schön, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, hier sind ein paar sehr spannende Sachen mit dabei. Zum Beispiel das hier von M2 Beauté werde ich gerne mal ausprobieren. Ja. Ich glaube aber, für mich persönlich ist der Silber-Adventskalender eher was. Also wenn ihr meine persönliche Meinung zu den beiden Kalendern hören wollt. Schaut euch gerne auch das Unboxing an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir noch gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.